Herzlich willkommen, mein Name ist Sabine Erlbacher. In diesem Praxistipp geht es um die Regelung von Zuluft und Abluft bei Toplader-Brennöfen. Was können Sie tun, um das Aufheizen zu erleichtern und die Abkühlphase zu beschleunigen? Was ist wichtig beim Sprühbrand? Und welche Tipps gibt es bei Glasurbränden? Beginnen wir mit der Zuluft. Alle Rode Toplader-Brennöfen verfügen über einen Zuluftschieber. Steht der Schieber nach links, ist die Zufuhr der Frischluft unterbrochen, nach rechts ist sie geöffnet. Der Zuluftschieber hilft uns, die Umluft im Brennofen während des Brandes zu beeinflussen. Beim Sprühbrand ist es von Vorteil, bis 600–700 Grad den Schieber zu öffnen, damit ausreichend Frischluft in den Brennofen gelangt. Das sorgt für den wichtigen Abtransport der Feuchtigkeit und der Ausbrennstoffe von Ton und Glasuren. Schließen wir die Zuluft bei 600–700 Grad, unterstützen wir den Ofen, seine Zieltemperatur leichter zu erreichen. Das schont vor allem die Heizelemente und trägt so zu ihrer längeren Lebensdauer bei. Wenn sich der Brennofen in der Abkühlungsphase befindet und Sie diese beschleunigen möchten, können Sie den Zuluftschieber öffnen. Dies kann Einfluss auf die farbliche Entfaltung der Glasuren nehmen. Deshalb empfehlen wir, Tests zu machen und die Ergebnisse zum Vergleichen zu notieren. Nun zur Abluft. In der Zubehörbox in Ihrem Brennofen finden Sie 2 Verschlussstopfen aus Feuerleichtstein. Damit wird das keramische Abluftrohr verschlossen. Dazu den Stopfen einfach bündig in das Abluftrohr einschieben. Wie das Schließen des Zuluftschiebers hilft das Verschließen des keramischen Abluftstutzens dem Brennofen, die Zieltemperatur zu erreichen. Aber auch hier sollten Sie beim Sprühbrand mit dem Verschließen warten, bis der Ofen bereits eine Temperatur von 600–700 Grad erreicht hat. Nach der Haltezeit und wenn die Abkühlphase des Ofens schon fortgeschritten ist, kann der Verschlussstopfen gezogen werden. Dazu brauchen Sie natürlich unbedingt einen Handschuh. Auch hier gilt, das schnellere Abkühlen kann die Glasurfarbe beeinflussen. Wir empfehlen, machen Sie Tests und notieren Sie sich die Ergebnisse. Bei Dekor- und Goldbränden empfehlen wir, den Zuluftschieber und auch die Abluft prinzipiell geöffnet zu lassen und auf ausreichende Frischluftzufuhr zu achten. Die Lösungsmittel in diesen Materialien sollten entweichen können. Damit schonen Sie Ihren Brennofen und erzielen bessere Ergebnisse. Das war unser Praxistipp. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren keramischen Ergebnissen.